Hallo, herzlich willkommen beim Ludestarot. Ich möchte noch was raus, also legen wir die Karten. Mal gucken, was kommt. Hallo, ich heiße Nina, falls du neu hier bist. Und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Los geht's. Ich lege Tarotkarten aus. Das ist immer komisch, wenn man das immer dazu sagt, aber wer weiß. Vielleicht schaut jemand zum ersten Mal. Und dann möchte ich kurz sagen, was ich hier vorhabe. Was möchte sich zeigen? Die 3 der Münzen. Zusammenarbeit, Teamarbeit, Gemeinsamkeit. Gemeinsam an etwas bauen. Der Eremit. Das ist interessant. Wir haben hier einen Kontrast. Aber es ist ein Kontrast und kein sich ausschließen. Also es ist wie... Okay, wenn Menschen, die bereit sind, mit etwas alleine zu sein oder einen Weg gehen, der seine einsamen Momente hat und seine einsamen Phasen hat, wenn die aufeinandertreffen und miteinander etwas gestalten, etwas machen, ein Gespräch führen oder einfach aufeinandertreffen in der Präsenz, dann kann etwas Magisches passieren, weil die eine andere Weise haben, Kontakt miteinander zu leben und in diesem Kontakt etwas aufblitzen kann und etwas auch glühen kann, wie hier diese Leuchte. Und das ist interessant. Die schauen, wenn du hier mal guckst, die schauen nicht aufeinander. Also die stieren sich nicht an, die beurteilen einander vielleicht auch nicht. Sondern die schauen gemeinsam auf etwas anderes. Das ist eine besondere Intimität, die darin liegt, dass Menschen gemeinsam auf etwas schauen. Liebevoll vielleicht. Fasziniert. Aber auf etwas schauen und es irgendwie auch bewegen. Etwas analysieren und konstruieren. Die Sonne. Wir hatten es mit dem Glühen, also irgendetwas glüht auf. Die 10 der Münzen. Hier entsteht etwas. Etwas entsteht im Gespräch, etwas entsteht im Dialog, etwas entsteht in dem Zusammenwirken. Und es könnte auch eine Form des Zusammenwirkens sein, die gar nicht so direkt ist. Menschen wirken zusammen, auch wenn sie nichts davon wissen, das irgendwo etwas leuchten lässt. Also ich sehe gerade etwas ganz Interessantes, also wie so eine Lichtshow. Also auf der einen Seite geht ein Licht an und dann ist es das Signal für ein Licht ganz woanders. Und da geht das dann auch auf. Und das signalisiert wieder an einer anderen Stelle, dass das Licht aufgehen kann. Also ich weiß nicht, ob das ins Bild kommt in deinem Kopf, wenn ich das jetzt so beschreibe, aber es ist wie so über weite Distanzen können hier Signale ausgetauscht werden. Und das ist ein gemeinsames, das spürbar ist, aber vielleicht nicht direkt nachzuzeichnen ist, weil es so kosmisch miteinander verwoben, weil es so unter der Oberfläche miteinander verwoben ist und darüber auch sich also einander signalisiert und miteinander kommuniziert, ein bisschen wie so der Wald mit sich selbst kommuniziert oder mit die unterschiedlichen Instanzen. Aber was passiert ist, dass ein Spektakel entsteht, das man nicht als Spektakel provoziert hat. Und das ist nicht dieses hypnotisierende Scheinwerferding, sondern es ist etwas viel Feineres und seltsamerweise auch etwas Mächtigeres. Es fühlt sich sehr gut an.
Es ist wie als würde das Kollektiv glühen können, indem an unterschiedlichen Stellen wie so kleine Lichtsignale entstehen und einander an etwas erinnern. Und es geht hier scheinbar sehr wenig um eine persönliche Geschichte oder sowas. Und gleichzeitig ist es etwas, was eine Durchschlagskraft hat. Also gleichzeitig ist es etwas, was eine Erkenntnis aufhebbar macht. Aufhebt. Einen Nebel zerstört. Den Nebel lichtet. Das Licht vertreibt den Nebel. Es ist echt abgefahren. Also wie Zusammenarbeit, die nicht abgesprochen ist. 4 der Kelche. Wenn dich etwas erreicht, ein Signal, ein Gefühl, etwas, wo du das Gefühl hast, dass etwas auf eine andere Weise leuchtet in dir, dann könnte es bedeuten, wisch dieses Gefühl nicht weg. Vielleicht ist es etwas, was quasi an dich gereicht wird. Und du könntest hier das Signal empfangen und die Aufgabe könnte darin bestehen, es weiterzugeben. Das Licht weiterzureichen. 3 der Stäbe. Hier schaut diese Figur auf einen goldenen Fluss mit anderen Schiffen drin. Als würde sich etwas auftun. Und die Frage ist gestellt, steigst du ein in dieses Flussbett, also in den Flow. Vielleicht entsteht hier irgendwie ein Flow. Das ist ein bisschen wie so ein Wunder. Es könnte sich wie ein Wunder anfühlen. Weiter. Ich soll weitermachen. Wird das kurz? Ja. Okay, da hat sich noch was. Die wollte raus. Und hier hat sich was umgedreht. Aber die soll ich ignorieren? Okay. Der Narr. Okay. Also diese wundersame Kommunikation, dieses Aufglimmen, kannst du hören und wahrnehmen und vernehmen, wenn du in ein kindliches Gefühl kommst, wenn wir Kinder sind, also wenn wir diese Qualitäten, die das Kind hat oder die das Kind ist, ernst nehmen und wo auch klar ist, dass jeder Mensch, jedes Kind etwas ganz Wichtiges in diese Welt bringt. Und es ist gut, dass du da bist. Und es ist wichtig, dass du da bist. Vielleicht ist es ein Raum, in dem du auch das Gefühl hast, für einen vielleicht nur kurzen Moment, vielleicht auch für länger. Aber in dem dich das Gefühl durchströmt, dass du nichts Bestimmtes tun musst, dass mit dir nichts falsch ist. Und in diesem Moment kommt dieses Signal. Und du musst auch nichts Bestimmtes tun, sondern du reichst das Signal weiter, indem du es für einen Moment, vielleicht nur kurzen Moment, aber für einen Moment einfach in dir zulässt, also in dir ein Gefühl zulässt. Es ist wirklich es gibt nichts Bestimmtes zu tun. Also in dieser Legung erscheint keine Anweisung oder sowas, einfach nur dieses Hör hin. Und dann verteilst du das irgendwie. Okay, hier soll ich aufhören. Super kurze Botschaft, aber die wollte noch raus. Dann bis dann. Ciao.